This afternoon we're going to begin with polarities. Und wir fangen an mit Polaritäten. No. Yes. So, polarities. So what are polarities? We need a few more examples. Wir brauchen Beispiele für was sind Polaritäten. Yeah. So polarities are just the opposites that we find. Polaritäten sind einfach die Gegensätze, die wir finden. And inside we might find opposite inclinations. Innerhalb von uns können wir so unterschiedliche Instanzen finden. Like there might be one part of me that wants to get a lot of work done, and another part of me that wants to just sit and watch TV. Eine Art Polaritäten zu beschreiben wären solche, okay, ich habe einen Teil, der möchte möglichst viel Arbeit erledigt haben, ein anderer Teil möchte aber jetzt Netflix schauen. Or there might be one part that wants to eat desserts and sweets and junk food, everything deep fried. Ja, jemand der möchte unbedingt ganz viele Süßigkeiten essen. And another part that wants to just vegetables and whole grains. That's it. Andere Teil, der möchte sehr gesund essen. So, these are examples of polarities. Das sind Beispiele für Polaritäten. Some kinds of therapy are known for exploring polarities. Es gibt bestimmte Therapieformen, die sind bekannt dafür, dass sie Polaritäten erkunden. For example, in Jung's approach, in the Jungian, there are archetypes which are in opposition. Often, some of them are in opposition to each other. In der analytischen Psychologie von Carl Jung gibt es die Archetypen, die Polaritäten untereinander haben. The masculine and the feminine, for Das example. Männliche und das Weibliche. Not really opposite in my opinion. Das sind nicht wirklich Unterschiede. Anyway, it can be considered a kind of opposite within. Es könnte eine Art Polarität im Innern sein. Fritz Perls made polarities really famous. Fritz Perls hat in seiner Gestalttherapie sehr bekannt, hat die Polaritätenarbeit sehr bekannt gemacht. Two-chair work. Mit seiner Zwei-Stühle-Format. The idea of polarities is an ancient concept. It is definitely not new with wholeness work. Also es ist auf jeden Fall ein sehr altes Konzept. Es ist also nicht neu. So in Chinese philosophy, there's been the yin and the yang for basically forever. So in der chinesischen Philosophie gibt es das Yin und Yang Symbol. So the yin and the yang, the symbol of the yin and yang is quite beautiful. It's a circle, but then, let's see if I can sort of draw it there. There we have one side is the yin and one side is the yang. And it's always like one side is dark, and there's a dot of light there, and then the other side is light. So this symbol to me is just genius. Dieses Symbol ist genial, weil auf der einen Seite ist es hell, aber es hat einen schwarzen Punkt, und auf der anderen Seite ist es dunkel, aber es hat einen hellen Punkt. Because there are multiple truths implicit within the symbol. Weil in diesem Symbol sind mehrfache Wahrheiten verkörpert. We see one truth very obviously, that the two polarities are part of the same whole. Das erste, was wir sehen, ist, dass beide Polaritäten eine Ganzheit bilden. Then there's another really important wisdom in here, and that is that in the picture, in the dark, there's always a little bit of light. There's that dot of light. So in dem Dunkeln ist ein kleiner Punkt des Lichtes. And in the light side, there's a dot of dark. Und in der Lichtseite ist ein kleiner Punkt des Dunkeln. And what this expresses, I think, is that these polarities, even when they are separate, they know they belong to each other. Und das ist auch ein Symbol dafür, dass auch wenn diese beiden Polaritäten getrennt sind, wissen sie doch, dass sie zueinander gehören dadurch. There is this intimate connection between the two. Es ist eine ganz intime Verbindung zwischen den beiden. The connection of the dark to the light and the light to the dark. And that's all there in the symbol. So
Today, we're going to be exploring polarities within with the wholeness work. Heute machen wir das Wholeness Work Muster zu Polaritäten. Usually when polarities are explored in therapy, they're explored more from a content orientation. Meistens werden Polaritäten untersucht aus der Inhaltssicht. With the wholeness work, we're going to explore it in a deeper way, at a deeper level of structure. Und in der Ganzheitsarbeit machen wir es auf der tieferen Ebene in der strukturellen Hinsicht. And we can explore polarities in a number of different ways. I'd like to begin with, before I begin actually, I want to say that sometimes when you do wholeness work and we work with one half of a polarity, the other half spontaneously integrates. Manchmal ist es so, wenn wir mit Strukturen in der Ganzheitsarbeit arbeiten und wir integrieren einen Aspekt, dann kann es sein, dass die andere Seite der Polarität automatisch mit sich integriert. Other times you can work with one half of a polarity, it integrates, but the other half of the polarity does not. Manchmal ist es andersrum eben, dass nur ein Teil integriert. And in this case, the polarity that you already worked with will tend to recreate itself. Und dann hat man manchmal dann die Situation, dass das Thema sich wieder neu erschafft. So complete and lasting work is going to involve including and integrating both sides of a polarity. Und so ist es eine tiefere und nachhaltigere Transformation, wenn man beide Seiten einer Polarität integriert.